Auf über 4000 Metern, mitten im Altiplan von Peru, passiert genau das, wovor jeder Reisende Angst hat. Der Motor geht kaputt, weißer Rauch und keine Leistung mehr. Hier oben gibt es weit und breit keine Hilfe. Wie so oft müssen wir versuchen, uns selbst zu helfen. Werden wir es schaffen oder war es das mit unserem Bus? Das war's. Das war's. Ciao. So, auf geht's. War eine richtig geile Nacht. Wir waren ja in dem Indianerdorf, kann man sagen. Also das ist so richtig so ein kleines Quetscherdorf gewesen. Und morgens total süß kamen die an, eine ganze Schulklasse, und wollten die Gringos sehen. Und haben für uns gesungen und ja, das war schön, ne? Ja, total süß. Also, genau, die haben voll Angst gehabt vor meinen blauen Augen. So, oh, was ist denn das? Ja, auf jeden Fall schön. Weiter geht's Richtung Cusco. Unser Bremsenproblem ist endlich gelöst. Ja, also wirklich 3 Monate haben wir das mit uns rumgeschleppt, und jetzt ist es endlich so, dass man beim einmal drauflatschen die Räder blockiert und gleichzeitig die Handbremse funktioniert. Und alles ist schön. Hammer. Ja, ich habe gestern noch mal alles auseinandergebaut, aber ich habe es euch erspart, weil ich hatte keine Lust zu filmen. So, also auf Richtung Cusco, Richtung Inka-Ruinen. Und ja, auf Richtung Altiplan. Aber was wäre so ein Roadtrip ohne Sound? There's a kind of peace moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. All my friends have stopped inviting me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different. But hey, the plane is boarding, time to go. Also normalerweise beeilen wir uns ja nicht und müssen ja auch nicht irgendwie schnell durch die Gegend gurken auf diesen Straßen. Aber in Peru ist es gang und gäbe, dass die, wenn sie eine Straße bauen, die Straße einfach komplett sperren, auch wenn da Verkehr ist. Und dann wird die einfach zwischen 12 und 1 aufgemacht und wieder ab 18 Uhr, wenn die Bauarbeiter weg sind. Das heißt aber, wir haben jetzt 12:26 Uhr und wir würden wirklich gerne noch da durchgurken, wenn das Ding offen hat, und nicht warten bis 18 Uhr, weil dann stehst du da in der prallen Sonne und kannst ja nichts machen. Bist ja irgendwo auf der Autobahn ist es ja nicht, hier auf dieser Landstraße, und kannst ja nicht weg. Also das heißt, wir hoffen, dass wir das jetzt hier irgendwie packen. So. Und das ist natürlich auf dieser Straße mit den LKWs, mit dem Überholen, alles gar nicht so einfach. There are mornings I wake up and don't know where I am. Another city I'll be leaving soon. But in between the planes and cars are strangers who became a part of all the homes I'm building on the move. We're all told that life's a game of compromise, and in many ways I suppose it's true. But I just can't quite swallow bitter pills or safer roads, now that I have walked the other route. Ich wollte mal gucken, ob es piekt wegen Mali. Und es piekt. Man kann schon mal direkt sagen, es piekt. Ja, voll. Ganz schön toll. Naja, kommt mal vor. Ma quale planta? Als Moos. Ah sì? Moos. Wir sind endlich wieder in der Wildnis. Das hier ist genau das, wonach wir suchen, nur wir und die Natur. Doch schon in ein paar Minuten wird dieser schöne Tag enden. Der weiße Rauch am Auspuff kündigt es schon an.
Eu creio que el turbo no funciona. No se mueve. Oye. No se mueve. Da ist er. ¿Oíste? Ya, chichichichich. Was heißt hier? Nicht se mueve. No funciona más. No vamos a llegar. Ja, meine Lieben, ich hatte gestern ausnahmsweise mal gebetet, was ich sonst nicht mache, und habe gesagt, gib mir einen Tag, einen einzigen Tag, an dem ich mal keine Probleme habe und an dem es vernünftig läuft und wir einfach ankommen. Das Auto ist kaputt. Noch hört er sich ja an wie ein Auto, aber lass alle mal Gas geben. Turbo sitzt fest, hat sich festgefressen. Wir haben keinen Turbo mehr und damit auch keinen Druck mehr. Wir kriegen den Druck aus dem Auspuff nicht mehr raus. Mach mal wumm wumm. Das heißt, wir sind komplett gearscht. Da seht ihr das? Nochmal! Wir sind auf 4600 Meter. Stopp! 4600 Meter. Weit und breit kein Rastplatz. Es wird heute Nacht schweinekalt. Und ich wusste das. Ich habe das die ganze Zeit gesagt. Ich wusste es. Ich wusste, dass das jetzt passiert. Ja, so richtig, was wir jetzt machen, weiß ich erstmal noch nicht. Ich brauche einen Ort zum Schrauben. Ich muss erstmal eine Lösung finden. Wahrscheinlich Turbo ausbauen. Aber wahrscheinlich ist der Motor kaputt. Also, wir hatten sowieso schon so viel Blow-by. Und ja. Das treibt den Turbo halt nicht mehr an und wir verbrennen Öl. Das war's. Das war's. Ciao. Sobald wir Gas geben, raucht unser Bus weiß-blau und hört sich schrecklich an. Ja, wir können nur noch rollen. Wenn ich Gas gebe, dann verbrennen wir Öl. Wenn ich ganz langsam mache, dann kriegen wir das vielleicht gerade noch hin. Wir haben jetzt so 6 Kilometer bis zum nächsten Dorf und wir versuchen da hinzufahren und versuchen von dort einen Abschleppdienst zu kriegen und einen Plan zu schmieden, wie wir einen neuen Motor einsetzen. Das wird also eine echt spannende Geschichte. Oder wir müssen halt die Kolbenringe erneuern, aber auch das heißt, der Motor muss raus. Wenn ich das alleine mache, hier eben auf 4500 Metern, mit Sicherheit nicht. So, das heißt, wir werden wahrscheinlich, also mein Plan, wahrscheinlich werden wir dahin zurück, wo wir waren. Entweder nach Nazca oder nach Arequipa. Wir müssen gucken, Nazca wahrscheinlich eher. Bevor wir jetzt aber weiter Panik machen, rufe ich zuerst unseren Retter an. Dominik von der T3 Synchro-Schrauber-Ecke. Der hat uns schon so oft aus der Ferne gerettet. Vielleicht weiß er ja weiter. Die da, ja. Meinst du, dass das einfach nur, dass der Dieselfilter voll ist? Ja, dass das vielleicht daran liegt, weil wir so einen schlechten Diesel hatten. Ich habe den seit Bolivien nicht gewechselt. Also vielleicht haben wir eine Chance, ja. Wir haben Luft im System, also es kommt Luft an der Einspritzpumpe. Das heißt, naja klar, hat man natürlich keine Leistung und auch weißen Rauch. Dominik ist der Allergeilste, wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich endlich, wofür die weiße Kappe unten am Kraftstofffilter da ist. Festhalten, hat man einen Mannfilter, kann man den entwässern. Man kann den einfach unten aufmachen, dann läuft die Grütze unten raus. Ja, da ist halt nur nicht viel Grütze rausgekommen jetzt. Aber man kann den entwässern. So, das heißt also, das haben wir jetzt mal gemacht und jetzt lassen wir den mal am Stand laufen und mal gucken, ob wir jetzt wieder richtig anziehen. Wenn nicht, wechseln wir einfach den Filter. Dominik hat uns auf einen richtig guten Weg gebracht. Also es kommen Luftblasen vom Kraftstofffilter her ins System.
Das liegt daran, dass der Knackfrosch, also obendrauf das Ding, wo der Rücklauf ist, der in den Filter reingeht, undicht geworden ist. Wir sind ja jetzt gerade, haben angefangen Schotterstraße zu fahren und dadurch ist natürlich Bewegung reingekommen und die Bewegung hat den Schlauch bewegt und ich habe es gerade eben per Hand gemacht, habe den Schlauch bewegt und dann kommen die ganzen Luftblasen in die Anspritzpumpe. Das bedeutet natürlich, dass das Ding nicht mehr richtig einspritzt. Das wäre natürlich das Allergeilste. So, jetzt habe ich den Knackfrosch mal so hinbewegt, dass es gerade funktioniert. Wir starten jetzt, gucken, ob ich den Vollgas geben kann, ob der richtig anspricht. Wenn das der Fall ist, dass das Ding richtig anspricht, dann wechseln wir den Filter, weil wir haben noch einen Filter dabei. Und jetzt kommt das richtig Geilste. Das ist der MacGyver-Move schlechthin. Der Filter ist nicht der richtige, der hat nämlich keinen Knackfrosch. Das heißt, wir müssen die Kraftstoffleitung überhalb des Filters überbrücken und nur den Filter als Kraftstofffilter nehmen und direkt in den Tank zurückleiten. Wenn wir das nicht machen, geht's nicht, weil der ja nun mal diesen Knackfrosch nicht hat. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen was basteln. Wenn wir das gebastelt haben und hinter mir das Lama durch ist, dann sollten wir auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, aber es sieht so aus, als ob wir weiterfahren können. Und was macht das da? Unglaublich. So. Also beim Gas geben kommen weiterhin Luftblasen. Das heißt, dass wir definitiv den Filter wechseln müssen. Wenn da Luftblasen kommen, gehen wir davon aus, es kann nicht ein falscher Einspritzzeitpunkt zusätzlich noch sein. Was soll da auch in einem Moment zusätzlich kaputt gegangen sein? Also wir wechseln jetzt den Kraftstofffilter und dann hoffen wir, dass wir danach ganz normal weiterfahren können. Zum Glück noch ein Filter, aber hier ohne Rücklauf. Das heißt, wir müssen den Rücklauf überbrücken, weil normalerweise ist ja hier hinten, das ist der Knackfrosch und sozusagen der Rücklauf. Und den baue ich jetzt mal als erstes aus und mache dann ein Messingstück zwischen oder ein Plastikstück, sodass sozusagen der Rücklauf gesichert ist. Aber eben wir diesen Filter verwenden können danach. Hola. No, somos más en problemas como hambre. Hasta ahora, yo, como se en una regla alemán, se come después del trabajo. ¿Trabajo? Gracias. Muchas gracias. Da ist es, das Ding ist es. Hammerhart. Das müsste funktionieren. Ich weiß nicht, ob Messing und Kraftstoff funktioniert. Keine Ahnung. Muss ich Dominik fragen. Okay. Fest. Stopp. Das sitzt nicht. Es ist ja nicht nur das Problem an sich, sondern auch der Ort. Hier oben ist mit Sicherheit der schlechteste Ort, um stehen zu bleiben. Das Plastikstück, was ich hier einbohre, wird am Ende nicht funktionieren. So. So, ist zwar provisorisch, aber ganz geil mit der Schraube, weil so kann ich es mit dem Kabelbinder festmachen, dass mir das nicht wegfliegt hier. So, und dann schrauben wir das jetzt ein und dann saugen wir Diesel an, bis Diesel kommt. Und dann sollte das weiter funktionieren. So. Gut. Atem hier. Warte mal. Baby! Scusa. Was ist das denn? Hey, weg du! Nicht bissen hier. Weg! Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Auto ist nicht kaputt. Motor geht noch. Wir ziehen irgendwo Luft an der Leitung. Das Problem lässt sich wahrscheinlich leicht beheben. Aber das Problem ist, dass wir, auch wenn es zieht Luft so in Intervallen. Wir müssen erst mal gucken, woher das kommt. Irgendein Schlauch wird da kaputt sein. Aber über dieses Loch haben wir wahrscheinlich auch Staub angesaugt, ungefiltert.
Das bedeutet, dass wahrscheinlich 1 oder 2 Einspritzdrüsen zu sind. Auch scheiße. Nicht ganz so scheiße wie kaputter Motor, aber auch scheiße. Das heißt, wir müssen nämlich hier irgendwie mit einem Abschleppdienst weg. Also ich versuche das morgen zu reparieren, aber wahrscheinlich müssen wir mit dem Abschleppdienst weg. Und irgendwo hin, wo die halt Injektoren reinigen. Und das Einspritzbild, das muss ja ein Spritzbild ergeben. Das muss ja richtig sein. Wird es nur durchgeputzt, ja, dann machst du den Motor völlig kaputt, wenn der schräg brennt. Dann. Also man muss wirklich gucken, dass das Spritzbild sauber ist. Ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, aber für heute ist Schluss. Wir haben keine Lust mehr. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Ach, und bevor es ins Bett geht, Standheizung an. Weil das Einzige, was uns hier das Leben rettet, ist unsere Standheizung. Es ist so arschkalt draußen, es ist so ein Sturm. Und das Einzige, was uns nicht im Stich lässt, ist die hier. Tiger Expert hat uns nie im Stich gelassen. Alles hat nicht funktioniert. Alles ging kaputt oder hat irgendwie Fehler gehabt. Aber Tiger Expert läuft durch. Also, einschalten jetzt hier. Richtig cool. Wir haben viele Reisende unterwegs getroffen, die Webasto haben, 4-mal so teuer wie unsere, oder Eberspecher 3-mal so teuer wie unsere. Und die haben alle Probleme, alle. Und wir sind die Einzigen, die auf 4000 Meter wenigstens auf eine Sache Verlass haben, und das ist unsere Standheizung. Definitiv. Super geil. Ist mir gerade so eingefallen, das muss man einfach mal bewerben. Das ist einfach richtig, richtig gut. So, wenn ihr Bock habt oder irgendwie selber euer Wohnmobil ausbaut oder eine Standheizung sucht, unten unter unserem Video ist die Beschreibung. Guckt da mal rein. Tiger Expert sind definitiv die besten. Gute Nacht. Am nächsten Tag wird es nicht besser. Es ist eiskalt und regnet. Morgen. So. Wir sind ganz schön fertig. Ganz schöne Scheißnacht. 4400 Meter sind es exakt. Ich habe nochmal geguckt auf dem Barometer. 4400 Meter, das ist echt scheiße. Ja, sin quererlo. Sin planearlo. Sin quererlo. Und wenn man in den Altiplan geht, ohne sich zu akklimatisieren, dann ist es natürlich der Horrortrip. Mir tut der Kopf ohne Ende weh, Alessandra auch. Ja, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, danach mal weiter mit dem Computer den Fehlerspeicher auslesen, mal gucken, ob wir da was finden. Dann versuchen wir die Luftblasen zu beseitigen und dann tauschen wir den Luftfilter. Und dann gucken wir, wenn es dann immer noch das Problem ist, ob eine der Einspritzdrüsen nicht funktioniert. Wir können ja jede einzeln aufschrauben und dann halt eben gucken, wann das Problem weggeht. So, das ist der Plan. Aber wir sind echt am Resignieren, wir haben wenig Bock noch. Also ich weiß nicht, ob das Glück gegen uns spielt oder ob wir irgendwas falsch gemacht haben im Leben, aber echt, ja, also ich weiß nicht, warum das nie, also seltenst ohne Probleme funktionieren kann. Sin palabra. Wenn wir hinten an unseren Motor wollen, muss immer alles raus. Und es ist so schrecklich hier neben der Straße. Jeder LKW, der vorbeifährt, zieht eine Staubwolke hinter sich. Es kommt stetig übler Wind, es ist richtig stürmisch und wir müssen aufpassen, dass die Straßenhunde unsere Sachen nicht vollpissen. Das ist ein Airfilter, weißt du. Zuerst einmal wechsle ich die Plastikverbindung von gestern, denn die war undicht und einfach zu dünn. Jetzt. Jetzt soweit. Cambiaste ya? Ja. Hoffen wir mal, dass hier keine Luftblasen mehr reinkommen. Also, wir haben ja Luftblasen, die da kommen. Ich habe das jetzt alles erneuert. Ich habe zum Glück noch ein Stück Schlauch gehabt. Habe jetzt ein Stück von der Benzinleitung abgeschnitten für den Rücklauf, weil wir haben ja diesen Knackfrosch nicht mehr und der andere Rücklauf war zu dünn. Nehmen wir also den. Das haue ich jetzt auch noch zusammen und dann sollten da eigentlich keine Luftblasen mehr reinkommen. Wenn dann immer noch Luftblasen reinkommen, dann müssen wir halt nochmal tiefer suchen. So, dann tauschen wir den Luftfilter und dann schauen wir mal, was er sagt. Wir fahren diesen Luftfilter, weil wir wegen unseres Zyklonfilters ein geschlossenes System brauchen. Wir haben immer davon 2 an Bord und die kann man reinigen, wenn sie dreckig sind, auswaschen und danach wiederverwenden. Schon dreckig.
schwierige Aktion. Den Luftfilter wechseln zur Rapido, oder? Da wir immer noch Luftblasen ziehen, versuchen wir jetzt mal direkt aus dem Reservekanister die Dieselpumpe zu versorgen. Wenn er dann richtig läuft, dann wissen wir, wo das Problem ist. Und danach muss ich erstmal gucken, dass ich wieder Diesel in den Filter reinsauge, weil die ganze Leitung ist ja leer. Das sollte ich dem Motor jetzt nicht antun auf der Höhe. No, es roto el motor. Ja. Tengo que chupar ahora. Hasta que viene el diesel. Eso tengo que hacer. Claro. Y después espero que el Dios me traiga otra vez a la Pachamama. Ja, man will ja nicht, dass die Einspritzpumpe Luft zieht und ich kann diesen anderen Filter hier nicht befüllen. Es gibt keine Möglichkeit dafür. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als zu saugen. Wir saugen jetzt so lange, bis das ganze Ding voller Diesel ist und hier der Diesel rauskommt. Wenn der Diesel hier rauskommt, schließe ich den Motor wenn der Diesel hier rauskommt, schließe ich den Motor wieder an und dann versuchen wir das Ding durchzustarten. Ya estaba viniendo. Yes, Eddie. Viene. ¿Siehst du otra vez? Ya, está más adelante. ¿Es más adelante? Parece que sí. ¿Sí? Die Höhe, die Kälte und die Luft im System machen es sehr schwer, unseren Bus zu starten. Hoffentlich geht er an. Wenn er nicht startet, dann kommen wir hier überhaupt nicht mehr weg. Es sieht nicht gut aus. So lange hat es noch nie gedauert. Casi. Wir ziehen über die Leitung immer noch Luftblasen, aber jetzt habe ich den Fehler gefunden. Unterhalb ist ein T-Stück und das ist undicht. Wie mache ich das jetzt am besten? Ne? Hay un corte o No, ist ein poco mojado, weil das ist hier. Durch Zufall komme ich irgendwie auf die Idee, den Reservekanister einzufüllen. Ich wusste es noch nicht, aber das wird uns später noch richtig helfen. Andere Reisende aus der Hauptstadt Lima halten an und versuchen uns zu helfen. Wir machen einen Videocall mit ihrem Mechaniker. Ja. Ich bin total verdreckt. Also, wir können es nicht ganz reparieren. Im Leerlauf läuft er gut. Wir sehen aber immer kleine Luftbläschen. Ich habe schon alle T-Stücken rausgenommen. Ich habe die direkt verbunden, dass die T-Stücken weg sind. Aber trotz alledem und alle Schellen angezogen haben wir Luftbläschen. Wir wissen nicht woher. Dementsprechend keine gute Verbrennung. Ist jetzt auch egal. Wir wollen hier weg, 4400 Meter, uns tut der Kopf weh, das bringt hier alles nichts, das ist alles scheiße. Wir werden jetzt 90 Kilometer bis, wie heißt der Ort? Puccio fahren und dort nochmal genau checken. Einspritzzeitpunkt, Injektoren, vielleicht die gesamte Kraftstoffleitung erneuern. Soweit so Knut. Wir hoffen, wir schaffen das. Und warum machen wir es selber? Die wollen $400 haben. $400 für 90 Kilometer. Das ist echt absolut scheiße und habe keinen Bock drauf. Und wir versuchen das jetzt selbst zu fahren. Halt langsam. Ja, und hoffen da anzukommen. Schaffen wir das? Ja. Also.
Mann, ey, jetzt fängt es auch noch an zu schneien, ey, unglaublich. Die besten Verhältnisse, über 4500 Meter, jetzt fängt es hier an mit Griesel zu schneien und wir haben ein halb kaputtes Auto. Mann, 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 bisher läuft er, raucht halt, stinkt und wir haben halt keine Leistung, aber mal gucken, ob wir ankommen. Mit jedem Kilometer verbessert sich die Leistung des Autos und auch der Rauch wird weniger. Also scheinbar haben wir ja irgendwie zwei Probleme. Wir hatten ja, also das mit den Luftblasen, das konnte ich ja schon zu einem Teil lösen. Also so, dass wenigstens nicht mehr so viele Luftblasen angesaugt werden und seitdem verbrennt er ja schon besser. Und dann haben wir durch Zufall unseren Reservekanister eingefüllt. Und der Reservekanister, also nicht durch Zufall, sondern einfach, weil ich gedacht habe, wo kommen denn die Luftblasen her? Vielleicht ist es ja aus dem Tank. Ja, so, dann füllen wir den Tank weiter auf und vielleicht kommen da keine Luftblasen mehr. Schwachsinn, aber war eine Idee. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier seit 20 Kilometern und jetzt ist ja der Filter, die Leitung und alles sozusagen verbrannt, also von dem alten Diesel. Und wir verbrennen gerade sozusagen jetzt Gemisch aus dem Reservetank und dem Tank, den wir haben. Und seitdem rauchen wir nicht mehr, also wir haben keinen Dampf mehr hinten dran. Es könnte sein, dass wir schlechten Diesel getankt haben, dass wir einfach mit Wasser gepanschten Diesel getankt haben und deswegen in der Höhe, dann noch Luftfilter, dann noch Luft im System. Naja, und dann ist es vorbei, dann hat der Motor halt irgendwann keine Lust mehr. Auf jeden Fall können wir gerade relativ gut fahren und wir haben jetzt noch so 60, 70 Kilometer vor uns. Ja, nicht zu glauben. Also wir haben es echt, wir sind nah dran, 10 Kilometer noch und es geht nur noch bergab. Also selbst wenn nichts mehr geht, würden wir es im Leerlauf schaffen. Hammer. Und er dampft nicht mehr. So, das ist ja schon mal ein ganzer Schritt nach vorne. Jetzt hoffen wir, dass wir schnell hier einen Ersatzteilhändler finden. Bis unten ankommen natürlich. Und dann sollten wir eigentlich hoffentlich wieder fit sein für die nächste Runde. Wenn wir denken, wir hätten Pech im Leben, was sollen diese armen Kreaturen erst sagen? Ja, geil. Alles. Verbindungsstück, Kraftstoffleitung und das Allerbeste, sie hatten alles, sie hatten wirklich alles. 10 Stück davon und eine kostet 25 Cent. 25 Cent ein so ein Ding. Bei uns kostet 1 Euro. Schön. Haben wir alle. Weiter geht's. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Inimaginable, impensable, pero hemos llegado. Genau, wir haben es geschafft. Wir sind echt angekommen. Die Karre läuft noch. Wir können weiterfahren. Also nicht unser Ende. Wir haben echt gedacht, wir haben echt gedacht, es ist vorbei, ne? Also das war echt krass. Ja. Naja, dann. Und heftig. Dann sagen wir mal danke für die Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. There's a kind of peace in moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. All my friends have stopped inviting me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different. But hey, the plane is boarding, time to go. There are mornings I wake up and don't know where I am. Another city I'll be leaving soon. But
in between the planes and cars are strangers who became a part of all the homes I'm building on the move. We're all told that life's a game of compromise, and in many ways I suppose it's true. But I just can't quite swallow bitter pills or safer roads now that I have walked the other route.